6 Dutzend Gummibändchen und 2 Bimssteine. Verfolgen Sie diesen Wagen. Warum hatten Sie es so furchtbar eilig? Bitte? Ich war Ihnen gerade in das Billettbüro gefolgt und peng, da waren Sie weg. Es tut mir leid. Ich war mir nicht ganz klar, ob Sie wirklich... Ich meine, warum haben Sie denn gar nichts gesagt? Hab ich ja. Ich habe sogar Hey gerufen. Aber da waren Sie verschwunden wie Rauch. Aber nein, ich meine vorher im Geschäft. Wozu haben Sie Bimsstein gekauft? Weil ich manchmal Tinte an meinen Fingern habe und mit Bimsstein kriegt man sie runter. Und all diese Gummibändchen, wozu brauchen Sie die? In meinem Beruf. Ich wusste gar nicht, dass Sie mich so genau beobachtet haben. Oh, ich finde es immer so spannend, zu beobachten, was andere Leute einkaufen. Sie kauften auch Rasierklingen. Ich rasiere mich nämlich schon. Aber Sie haben gar nichts gekauft. Oh, ich habe mich in einen himmlischen neuen Lippenstift verliebt. Aber er kostet $1,50 und das hat mich zur Vernunft gebracht. Er ist einfach himmlisch, er heißt... Dusty Dawn. Gedämpftes Morgenrot. Das ist ein recht blöder Name, wenn Sie mich fragen. Für mich? Ja, ich benutze den Lippenstift nur selten. Wie furchtbar lieb von Ihnen. Sie müssen mich beobachtet haben in dem Geschäft. Ich habe Sie schon eine ganze Zeit lang beobachtet. Warum haben Sie mich vor dem Juweliergeschäft nicht so angelächelt? Ich lächle niemals Männer vor Juweliergeschäften an. Ja, meinetwegen, aber dann im Billettbüro. Es hätte Ihnen nicht wehgetan, dort zu lächeln. Sie hätten da nicht so finster die Stirn runzeln müssen. Ich habe versucht, sinnlich und aufreizend auszusehen. Ach so. Und dann sind Sie mir in den Lift entfleucht. Natürlich, weil ich wusste, dass Sie dicht hinter mir waren und... Gott, ist das nicht wunderbar? Nur nicht übertreiben, es kommt Nebel auf. Man kann nicht viel sehen heute. Man sieht die Inseln draußen. Unsinn, man kann überhaupt nichts sehen. Doch, ich kann. Man kann kaum die anderen Wolkenkratzer sehen. Ich kann. Sie sind ja plemplem. Also gut, ich kann es mir wenigstens vorstellen. Haben Sie unten nicht den Anschlag gelesen? Mäßige Sicht. Ist ja auch kein Mensch hier oben. Ach, das ist mir ganz egal. Ich bin froh, dass ich heraufgekommen bin. Denken Sie nur, wir sind 300 Meter über dem Meer. Das höchste Gebäude der Welt. Also ich finde das toll. Das ist natürlich eine schandbare Verschwendung. Aber ich pfeife drauf. Es lohnt jeden einzelnen Heller. Ich hatte ganz vergessen, hier ist Ihr Geld. Wieso? Was für Geld? Und trotz Ihres sinnlichen und aufreizenden Stirnrunzelns habe ich 2 Billets verlangt. Und da die Frau mir sagte, Sie hätten Ihres schon bezahlt, habe ich ihr gestanden, wir hätten gerade einen kleinen Liebeskrach gehabt. Und da gab sie mir ihr Geld zurück. Das heißt, Sie laden mich darauf ein? Ja. Wie wahnsinnig lieb von Ihnen. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich es erst richtig genießen. Und Sie wissen nicht einmal, wie ich heiße. Wie heißen Sie? Mein Name ist Patty O'Neill. Don Gresham. Don. Ja, das passt zu Ihnen. Sie sehen aus wie ein Don. Patty, ich muss Sie etwas fragen. Sehen Sie, ich tue so etwas nicht alle Tage und ich habe das Gefühl, ich möchte wissen, wie das funktioniert. Für 10 Cent können Sie es herausfinden. Dankeschön. Sie sind wirklich nett. Vorhin, als Sie herauskamen, habe ich nur so getan. Das war mir ziemlich klar. Und das ist ja fantastisch. Da kann man meilenweit sehen. Wollen Sie mal durchgucken?
Ich war schon öfter hier oben. Ich habe mein Büro hier im Haus. Trommeln Sie aus Langeweile oder sind Sie nervös? Oder wollen Sie meine Hand halten? Bei Ihnen ist bestimmt eine Schraube locker. Aber Sie haben ganz reizende Hände. Was ist los? Ich möchte weinen. Weshalb? All die vielen Menschen. Was für Menschen? In Brooklyn. Brooklyn liegt dort drüben. Ach, das ist doch egal. Deshalb muss ich doch weinen. Aber warum denn? Weil es so traurig ist. Was, in Brooklyn zu leben? So machen Sie keine Witze. Ich bin in Brooklyn geboren. Ich will gar keinen Witz machen, Ehrenwort. Ich habe nur keine Ahnung, wovon Sie sprechen. All die vielen unscheinbaren kleinen Leute, die um ihr tägliches Brot schwitzen in Aber einer... kein Mensch schwitzt an einem Tag wie heute. Keine Sorge. Seien Sie nicht so ekelhaft realistisch. Schauen Sie, Patty, es nebelt sich völlig ein. Wollen wir nicht wieder runter? Nein, mir gefällt es hier. Wird's Ihnen denn gar nicht kalt? Nur meine Hände. Die werden immer kalt, wenn ich aufgeregt bin. Warum sind Sie dann aufgeregt? Weil ich hier heraufgekommen bin. Das habe ich mir jahrelang gewünscht. Warum sind Sie denn nicht schon früher heraufgekommen? Ehrlich gesagt, ich konnte es mir nicht leisten. Man bekommt schon ein paar erstklassige Nylons um 1,20 $. Ich weiß auch nicht, was mir eingefallen ist, mein Geld heute so hinauszuschmeißen. Sie sind sehr süß. Also ich schwöre, ich hatte keine Idee, dass Sie da in die Bresche springen würden. Wenn man bedenkt, 1,20 $, nur um aufs Dach von einem alten Kasten raufzufahren. So wird es nie halten. Unsinn, so fest wie Eisen. Also nicht so fest wie Eisen. Kommen Sie, wir gehen lieber essen. Hm? Nein, Warum nicht? Sie haben schon viel zu viel für mich Oh, ausgegeben. seien Sie doch nicht komisch. Doch, das haben Sie. Ein Billett aufs Dach und einen reizenden Lippenstift. Und 10 Cent fürs Fernrohr nicht zu vergessen. Stimmt. Da ist der Knopf. Haben Sie zufällig auch Nadel und Faden bei sich? Selbstverständlich. Ich nähe Ihnen das gleich hier an. Halten Sie die Nadel, bitte. Hm? Keine Schere? Den Knopf. Ach du lieber Gott, jetzt haben Sie die Nadel fallen lassen. Oh. Die finden wir aber nie. Warum gehen wir nicht in mein Büro und Sie nähen ihn mir dort an? Sind Sie sicher, dass Sie dort eine Nadel haben? Meine Sekretärin steckt voller Nadeln. Na schön. Probieren wir es. Was sind Sie eigentlich, Don? Architekt. Ah, daher die Tinte und der Bimsstein. Sind Sie Bürozeichner? Glauben Sie es oder nicht, ich bin ein ausgewachsener Architekt. Ich baue Ihnen, was Sie wollen, von einer Kathedrale bis zu einem Luftschutzbunker. Was kostet eine Kathedrale heutzutage? Eine kleine zum Beispiel. Sie haben sogar Ihren Namen an der Tür. Sind Sie berühmt? Nein, nicht die Spur. Nur ein guter, moderner, fabriksneuer Gebrauchsarchitekt. Sagten Sie nicht, Ihre Sekretärin wäre hier? Seien Sie nicht sonderbar, sie geht um 5. Ich habe nur gesagt, sie hätte Nadeln hier. Na schön, wollen wir nachschauen. Fragen Sie mich nicht, warum das Tier sich in den Fuß beißt. Ich weiß es selber nicht. Irgendwo müssen jetzt Zwirn und Nadeln sein. Ach, Sie. Da, Büroklammern, Kleenex, das sind nur Briefmarken. Da, Wärmer, Stecknadeln. Haben Sie sie je wirklich mit Zwirn und Nadel gesehen? Ich kann mir kaum Wenn denken... Sie meine Sekretärin sehen würden, dann wüssten Sie auf den ersten Blick, dass sie immer irgendwo Zwirn und Nadeln haben muss. Schauen wir mal in meine Bude. Ist das nicht lustig? Wie ein Schirmständer. Jetzt weiß ich, wozu Sie alle diese Gummibändchen brauchen. Darf ich mal reinschauen? Klar. Freeport Stadtbibliothek. Haben Sie das gebaut? Wird gerade gebaut. Suchen Sie die Nadel. Okay. In der Kartothek unter N. Das muss ein tolles Gefühl für Sie sein, so ein Gebäude anzusehen, wenn es fertig dasteht und sich zu sagen, das alles ist in meinem Kopf entstanden. Ich will Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Mein erster selbstständiger Auftrag war ein riesiges, scheußliches Lagerhaus aus roten Ziegeln. Da bin ich manchmal spät nachts hingefahren, wenn keine Menschenseele mehr dort war, habe stundenlang in meinem Wagen gesessen und nur drauf geglotzt. Ganz allein? Ja, um so einen alten Ziegelkasten anzuglotzen, kann man ja nicht noch Leute einladen. Oh, ich könnte mir denken, es macht mehr Spaß, wenn man jemand hat, der mitglotzt. Wer ist das? Sie heißt Cynthia. Sie ist ganz hübsch. Sogar sehr hübsch. Warum steht es nicht auf dem Schreibtisch? Hat's mal getan. Sind Sie verliebt in sie? Ich glaube kaum. Ich war's vielleicht mal irgendwie. Jetzt nicht mehr jedenfalls. Sie in sie verliebt?
Wie soll ein Mensch das wissen? Wenn ein Mädchen einem Mann ihr Bild schenkt, ist das im Allgemeinen ein Beweis. Waren Sie verlobt mit ihr? Halb und halb sozusagen. Ein klein bisschen oder gar nicht. Jetzt ist alles aus. Meine Sekretärin hat sich offenbar unter Mitführung jeder erreichbaren Nadel aus dem Staub gemacht. Wo würden Sie gern essen? Nirgends. Also erzählen Sie kein Gänschen. Wir essen zusammen und ich will keinen Widerspruch mehr hören. Okay, angenommen. Wohin könnten wir gehen? Wohin Sie wünschen. Sind Sie sehr gut bei Kasse? Wünschen Sie. Könnten Sie mich in den Goldenen Star? Gemacht. Ist aber sündhaft teuer. Keiner der Jungs, die ich kenne, kann sich das leisten. Wir gehen gewöhnlich auf ein Gulasch 50-50. Ich mache mir nicht viel aus Gulasch. Machen Sie sich was aus dem Goldenen Star. Ich war noch nicht oft dort. Wie der Name sagt, ist es mehr für Leute vom Theater. Ich bin vom Theater. Ich bin Schauspielerin. Oh. Mit Erfolg oder ohne? Vorläufig mehr mit ohne. Sind Sie etwa eines jener unerträglich theaterbesessenen Geschöpfe, die einfach nicht anders können? Nein, eigentlich nicht. Ich würde ebenso gern heiraten. Ach, warum soll ich Ihnen was vormachen? Ich würde rasend gern heiraten, aber ich bin sehr wählerisch und so wird es nicht ganz leicht sein. Die Männer, die mir gefallen, wachsen nicht auf den Bäumen. Sie treiben sich wohl eher in der Halle des Empire State Building herum und sprechen Mädchen an. Keine Sorge, Sie sind nicht der Typ, auf den ich aus bin. Gar nicht? Nicht im Geringsten. Sie haben nur so quasi verwaist und hilflos ausgesehen, wie Sie da an Ihren dummen Knopf herumgewurschtelt haben und... Naja, ich wollte Sie kennenlernen, aber Sie sind viel zu jung. Waren Sie schon mal verheiratet? Nein. Also wenn ich einmal heirate, möchte ich einen älteren, netten Herrn mit einem riesen Bankkonto. Am liebsten einen, der schon einmal verheiratet war und grausige Erinnerungen hat. Von mir aus kann er auch 5 Kinder haben. Das klingt hochromantisch. Ach, Quatsch. Romantik ist für Backfische. Ich möchte lieber einen Mann, der mich versteht und schätzt, als einen, der trieft vor Liebe. Sehe ich nach Triefen aus? Das finde ich süß. Ich bin selbst sehr zärtlich veranlagt. Mal sehen. Ist Cynthia zärtlich? Sie fragen zu viel. Kommen Sie. Warum sagten Sie im 79. Ost zwischen 5. und Madison? Dort ist doch gar nicht der Goldene Star. Dort ist meine Wohnung. Sie wollen doch nicht, dass ich in den Goldenen Star mit einem abgerissenen Knopf gehe. Ja, aber... Da gibt's kein Aber. Wir trinken zuerst etwas, dann finden wir eine Nadel und dann nähen Sie mir den Knopf an. Ein Junggeselle hat keine Nadel. Aber ich bin ein ungewöhnlicher Junggeselle. Sie haben doch keine Angst, mit zu mir heraufzukommen? Das muss ich mir erst überlegen. Würden Sie versuchen, mich zu verführen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Weshalb? Weshalb? Ein Mädchen muss das wissen. Ein Mädchen richtet sich in solchen Dingen nach ihrem 6. Sinn. Sie können nicht einfach herumlaufen und solche Fragen stellen. Ich schon, ich tue das immer. Ja, und wenn einer sagt, ja, er will Sie verführen, was dann? Glaube ich's ihm gewöhnlich. Geht mir Nachtmahl flöten. Und wenn einer sagt, er hat ehrbare Absichten? Glaube ich's gewöhnlich auch. Aber manchmal fällt man herein. Ich kann diese Männer nicht ausstehen. Schließlich gibt es doch eine Unmenge Mädchen, die sich ganz gern verführen lassen. Warum hält man sich nicht an die? Also gut, ich werde nicht den kleinsten Versuch machen. Glauben Sie mir? Ja. Sie sind nett und sympathisch. Und wenn ich lüge? Das könnte ja sein. Allerdings, lügen Sie? Offen gesagt, das weiß ich nicht genau. So jemand wie Sie ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Wie schön. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass ich Sie nicht küsse. Aber warum denn nicht? Küssen ist fein, dagegen habe ich gar nichts. Also ich will August heißen, wenn ich weiß, ob Sie wirklich so maßlos naiv sind oder ob Sie mich nur auf den Arm nehmen. Also passen Sie auf, ganz unnaiv. Wenn ein Mädchen mit einem Mann in seine Wohnung geht, dann gibt es immer 2 Möglichkeiten. Entweder sie will ihre Unschuld verlieren oder sie will nicht. Will sie nicht, dann gibt es einen Ringkampf. Ich will meine Unschuld nicht verlieren und einen Ringkampf finde ich ordinär. Deshalb lege ich immer vorher meine Karten auf den Tisch. Ist das nicht ganz vernünftig? Weiße Fahne, geschlagen. Milde Liebe, keine wilden Triebe. Ehrenwort. Milde Liebe, keine wilden Triebe. Das finde ich bezaubernd. Mit dieser Parole könnten Sie eine neue Partei gründen. Sie sind wirklich sehr süß. Auch wenn Sie ein bisschen verrückt sind. Patty O'Neill. Das klingt enorm irisch. Meine beiden Eltern sind in Brooklyn geboren. Aber mein Vater stammt aus Irland. Wenn er lustig wird oder wütend, dann spricht er immer noch, als hätte er den Mund voll Brei. Was ist er vom Beruf? Er ist bei der Polizei.
Können Sie $10 wechseln? Jawohl, mein Herr. Sind Sie ganz sicher, dass Sie wirklich gerne mit hinaufgehen? Absolut. Keine Skrupel? Nicht die geringsten. Und ich habe auch nicht die leisesten Zweifel an Ihrer Männlichkeit. Lassen wir meine Männlichkeit aus dem Spiel. Aber gern. Ich will ja nur, dass Sie sich nicht verletzt fühlen. Männer sind darin so komisch. Sie finden es gar nicht schmeichelhaft, wenn man ihnen traut. Verzeihen Sie, Fräulein, aber warum vertrauen Sie ihm so unbedingt? Es klingt vielleicht kitschig, aber ich halte ihn für einen Ehrenmann. Eine Frau hat das im Gefühl. Ich habe 3 Töchter. Ich hoffe nur, dass Sie das auch im Gefühl haben. Bitte schön, mein Herr. Oh, danke schön. Für das, was ich auf dieser Fahrt gelernt habe, müsste ich meinem Psychoanalytiker mindestens $25 bezahlen. Ich bin so froh, dass es Sie nicht stört. Was stört? Die meisten Männer langweilen sich tödlich mit einer Jungfrau. Ich bin so froh, dass Sie nicht so sind. Haben Sie schon viele Mädchen mit hinaufgenommen? Kann mich im Moment kaum erinnern. Wird der Liftboy kein Gesicht machen? Der Liftboy heißt Knopf. Und man drückt ihn. Das war Cynthia. Haben Sie nicht gesagt, dass alles aus ist? Was mich anbelangt, restlos. Sie kam mir aber gar nicht so restlos vor. Sie sah eher aus, als wäre sie auf dem Sprung. Ja? Hier. Entschuldigung. Hallo? Oh, hallo, Mike. Nein, tut mir leid, mein Junge, heute nicht. Ich gehe heute aus. Sicher, im Laufe der Woche? Okay, gute Nacht. Wer ist Mike? Ein Freund von mir. Sind Sie böse auf ihn? Keine Spur, wieso? Sie haben so rasch abgehängt. Weil nichts mehr zu sagen war. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm esse, und ich habe gesagt, dass ich nicht kann. Na ja, schön, aber Sie hätten doch ein Gespräch mit ihm führen können. Also ich führe immer Gespräche mit meinen Freunden, stundenlang. Das kann ich mir vorstellen. Wohin gehen Sie denn mit Cynthias Bild? Ich lege sie in die Schublade zu meinen Wintersocken mit dem Gesicht nach unten. Wer kann denn das getan haben? Oh, keine Ahnung. Vielleicht die Reinemacherfrau, die täglich herkommt. Muss aber eine sehr gebildete Reinemacherfrau gewesen sein. Warum sollte die Ihnen das auf den Spiegel schreiben? Ich vergesse seit Wochen, ihr das Trinkgeld hinzulegen. Da sind Nadeln, wie versprochen. Was möchten Sie trinken? Einen Martini? Nein, danke. Höchstens einen Fruchtsaft oder ein Coca-Cola. Oh, bedauere. Fruchtsäfte und Coca sind mir gerade ausgegangen. Das macht nichts. Dann vielleicht eine Olive oder sowas. Geben Sie mir Ihre Jacke. Olive? Und wo haben Sie den Knopf? Jacke? Knopf. Das ist von Picasso. Gefällt es Ihnen? Na, offen gesagt, ich finde es grauenhaft. Ich mag Ihre Wohnung sehr, aber wenn sie mein wäre, das Erste, was ich hier hinausschmeißen würde, wäre dieses Ding da. Mir gefällt's. Warum hängen Sie es dann nicht in Ihr Schlafzimmer? Mir gefällt es da, wo es ist. Und da bleibt es auch. Was für eine total himmelswürdige Küche das ist. Sie sollten den Herd in unserer Wohnung sehen. Wie geschwört darauf, den hätten die ersten Einwanderer aus Holland mitgebracht. Vicky? Meine Stubengenossin. Und eine elektrische Müllablage, in die man alles nur reinzuwerfen braucht. Also wie gesagt, sie würde sich dem ersten Mann mit Leib und Seele hingeben, der ihr eine Küche mit Müllablade zu bieten hat. Mögen Sie keine Martinis? Ich mochte sie mal, aber ich habe das Trinken aufgegeben. Warum? Ich finde es prima nahrhaft zu rauchen und zu trinken, wenn man nicht wirklich scharf drauf ist. Haben Sie was dagegen, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Sehen Sie alles aus, was Sie wollen. Sie haben ganz entzückende Füße. Danke. Haben Sie eine Mätresse? Mätresse? Ist das nicht ein etwas altmodischer Ausdruck? Vielleicht ist er altmodisch, aber er ist sachlich korrekt. Also haben Sie eine? Sie stellen die unmöglichsten Fragen. Ja, aber was ist da unmöglich daran? Sie sind Junggeselle und in guten Verhältnissen scheint's. Und die meisten Junggesellen haben eine. Also ist das eine ganz natürliche Frage. Das ist überhaupt nicht natürlich. Man läuft nicht in der Welt herum und fragt jeden Mann, ob er eine Mätresse hat. Ich frage das immer. Es spart zu viel Zeit und früher oder später kriegt man es ja doch heraus. Also haben Sie eine. Eine Mätresse, meine ich. Nein, wenn es Sie interessiert, ich habe keine. Oh, fein, das freut mich. Ja, aber warum haben Sie keine? Sie müssen es mir nicht sagen, wenn Sie nicht wollen. Nun,
Vielleicht finde ich es primanerhaft, eine Mätresse zu halten, wenn man nicht wirklich scharf darauf ist. Wissen Sie, dass das sehr wahr ist? War Cynthia... Sie war nicht meine Mätresse. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Aber Sie wollten es gerade. Ich habe sie ja nur ganz flüchtig gesehen, aber sie ist wirklich reizend. Sie hat ein sehr hübsches Kinn. Oh, sie ist überall sehr hübsch. Dann war sie also doch Ihre Mätresse. Sie war nichts dergleichen. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass sie überall sehr hübsch sei. Dann muss ich doch annehmen, dass... Warum haben Sie eigentlich nichts anderes im Kopf als Sex? Wer, ich? Ja, Sie. Habe ich das wirklich? Ja, wenn Sie dauernd fragen, ob man sie verführen will oder ob man sich mit Jungfrauen langweilt oder ob man eine Mätresse hat. Wenn das nicht heißt, sich nur mit Sex beschäftigen, dann möchte ich wissen, was sonst. Ja, vielleicht haben Sie recht, aber ist es nicht besser, ein Mädchen beschäftigt sich damit, als dass sie es betreibt? Jetzt haben Sie 2 Nadeln. Es hat angefangen zu regnen. Seit wann sind Sie mit Cynthia auseinander? Seit gestern Nacht oder seit heute Morgen, also irgendwann dazwischen. Hat sie deshalb den Goethe an den Spiegel geschrieben? Also Sie haben mir gar nicht geglaubt, dass es die reine Machfrau war. Keine Sekunde. Sind Sie sehr unglücklich? Warum soll ich unglücklich sein? Oh, Sie haben sie mit dem Gesicht nach unten zwischen Ihre Wintersocken gesteckt und als ich Sie fragte, ob Sie noch verliebt in sie sind, haben Sie so gewiggelbaudet. Schön. Sie hat eine schmerzliche Leere in meinem Herzen hinterlassen. Zufrieden? Warum haben Sie Schluss gemacht? Oder hat sie? Sie fragen definitiv zu viel. Ach, ich weiß, entschuldigen Sie, aber ich bin wirklich nicht neugierig. Ich interessiere mich nur so sehr für meine Mitmenschen. Hier mal, wie spät ist es? Gleich 8:30 Uhr, warum? Ach, das ist zu spät. Mein Programm war um 8 Uhr dran. Sind Sie heute Abend im Fernsehen? Ja, das haben wir vor 2 Wochen gedreht. Schade, hätte ich gern gesehen. Macht nichts. Um Mitternacht wird es nochmals gesendet. Fein, dann sehen wir es uns zusammen an. Oh nein, bis dahin bin ich schon längst zu Hause und brav in mein Bett gekuschelt. Aber Sie können es sehen. Mitternacht auf Welle 4. Okay. Gehen wir essen? Ja, gehen wir. Moment, ohne Regenmantel werden Sie klatschnass. Ich weiß, was wir tun. Wir gehen gar nicht aus, wir essen hier oben. Ich bin eine sensationelle Köchin. Leider Gottes habe ich nichts Sensationelles zum Kochen da. Irgendetwas müssen Sie haben. Also ich war sicher, Sie hätten wenigstens ein paar Reste. Also was ich aus Resten zusammenkoche, das glaubt keiner. Mögen Sie Kabeljutschki? Wie bitte? Der Kabeljutschki, das macht man aus kaltem Kabeljau und übrig gebliebenen Kartoffelsalat. Haben Sie wirklich gar keinen alten Kabeljau? Um Gottes Willen, nein. Also sagen Sie nicht um Gottes Willen nein. Da ist gar nichts Grausliches dran. Es schmeckt köstlich. Schauen Sie, Patty, das einzig halbwegs essbare Ding ist dieses kleine Käsetöpfchen, das mir jemand geschenkt hat, vorige Weihnachten. Grünkäse. Er wird gerade grün. Giftgrün, sehen Sie? Essen Sie nie zu Hause? Nie. Es ist kein Wunder, dass Sie so unglücklich sind und so schlecht in Form. Ich bin nicht die Spur unglücklich und meine Form ist einfach glänzend. Also ich finde das traurig. Herzzerreißend. Diese süße Küche für nichts und wieder nichts. Der herrliche Eiskasten, der göttliche Herd, die Müllablade, die kein Mensch benutzt. Ich muss weinen. Wirklich, ich muss. Sie sind das komischste Mädchen, das ich jemals kennengelernt habe. Oh, Sie haben mich nicht kennengelernt. Sie haben mich angesprochen. Das brauchen Sie mir nicht dauernd unter die Nase zu halten. Brauche ich ja. Ich finde, wir müssen uns beide dauernd darüber klar sein. Warum? Weil ich finde halt, dass wir müssen, sonst nicht. Warum denn? Nur für den Fall, dass wir anfangen sollten, etwas füreinander zu empfinden. Wäre denn das so schlimm? Ja. Ich habe mich von Ihnen ansprechen lassen und wie es auch kommt, Sie würden sich stets den Kopf darüber zerbrechen. Worüber? Über all die anderen, die mich vielleicht schon vorher angesprochen haben. Darüber habe ich mir schon den Kopf zerbrochen. Tun Sie das öfter? Einmal genügt, um immer Zweifel zu lassen. Meine Zweifel sind vollständig zerstoben. Vollständig. Vielleicht für den Augenblick, aber dann kommen sie wieder. Haben Sie das gebaut? Noch nicht. Das möchte ich mal eines Tages. Das ist eine Idee von mir, so eine Art von Ferienversteck. Das habe ich richtig gern. Natürlich werden Sie nirgends so prächtige alte Bäume finden. Die Bäume sind schon da. Das ist ein Stück Land, das mir gehört. Eines Tages werde ich die Bude genauso bauen, dass sie mitten zwischen die Bäume hineinpasst. Ist das das Schlafzimmer? Mhm, Fenster nach 3 Seiten. Und da ist der Kamin. Das ist ein Riesenkamin. Man kann einen ganzen Ochsen drin braten, wenn man will. Das muss ein Spaß sein, einen Ochsen im Schlafzimmer braten. Die Äste von der Eiche hier reichen fast bis ans Dach, sehen Sie. Also wenn ich so eine Eiche hätte, ich würde drin wohnen. Wissen Sie, wie ich noch ein kleines Kind war, da sind wir immer... Haben Sie Kinder gern? Ich kann sie nicht ausstehen. Sie denken wohl, es wäre unfair, Kinder in diese Dreckswelt zu setzen. Und wer sollte diese Dreckswelt sauber machen? Ungeborene Kinder vielleicht? Von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Dann betrachten Sie es mal.
wenn Sie Zeit dazu haben. Was wird jetzt aus unserem Abendessen? Nur mit einem verschimmelten alten Käse kann sogar ich nichts anfangen. Ja, nebenan ist ein Laden. Ich habe einen Regenmantel. Ich kann alles raufholen, was Sie brauchen. Ja, fein. Ich koche wahnsinnig gern. Ich habe nur so selten Gelegenheit für einen Mann zu kochen. Ich wohne zusammen mit einem Mädchen. Das beruhigt mich aber sehr. Wer hat jetzt das Sexuelle im Kopf? Okay. Also, was soll ich mitbringen? Ich mache Ihnen eine Liste. Stören Sie mich nicht, ich will nichts vergessen. Ich schreibe Ihnen alles auf, außer Zucker und Salz. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. So. Hier. Also los, worauf warten Sie denn? Ich habe mich entschlossen, keine neue Partei zu gründen. Wenigstens nicht mit der Parole, die Sie mir nahegelegt haben. Milde Liebe, keine wilden Triebe. Nein, da will ich lieb. Sie haben jetzt gar keine Triebe, Sie haben Hunger. Und ich auch. Jetzt gehen Sie und holen die Sachen. Okay. Ich bin zurück wie der Blitz. Ziehen Sie Ihre Gummischuhe an. Es gießt wie toll. Liebes Kind, ich trage niemals Gummischuhe. Sie ziehen sie an. Seien Sie nicht so herrschsüchtig. Ich bin nicht herrschsüchtig, ich bin mütterlich. Wie alt sind Sie? 26, warum? Moment. 26, die Hälfte ist 13. Plus 7 ist 20, stimmt. Stimmt ganz genau. Was stimmt? Haben Sie nie gehört, dass das Mädchen halb so alt sein soll wie der Mann? Plus 7. Was für ein Mädchen? Was für ein Mann? Geht Sie nichts an, hauen Sie ab. Ich glaube, ich kaufe auch gleich Semmeln, Butter und Marmelade. Hm? Also reg dich ab, Vicky. Er ist Architekt und er hat eine direkt bezaubernde Wohnung in der 79. Straße. 2 Häuser von der Fifth Avenue. Er heißt Donald Gresham und er hat sanfte, blaue Augen wie ein Vergissmeinnicht. Und, Moment, bleib am Apparat. Es ist irgendjemand an der Tür. Ach, guten Abend. Sie sind Cynthia, nicht wahr? Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Und was für ein entzückender Hund. Don ist ausgegangen, er kauft ein paar Steaks. Ich koche dann für uns beide. Sagen Sie, warum haben Sie den Goethe an den Spiegel geschrieben? Was war denn passiert? Wollen Sie nicht hereinkommen und auf Don warten? Es wird nicht lange dauern. Also glaub mir doch, Vicky, da könnte keiner Fliege was zuleide tun. Er liebt Kinder und er besitzt eine geradezu fantastische alte Eiche. Ja, richtig, Eiche. Wieso? Aber das erkläre ich dir später. Es ist schon wieder jemand an der Tür. Ja, ja, Süßes, ja. Ja, gute Nacht und mach dir keine Sorgen. Ja, hol mich da. Wer soll sie holen? Verzeihung, ich bin ganz fassungslos. Ich habe nicht erwartet, hier ein Mädchen vorzufinden. Aber warum denn nicht? Es ist doch eine ganz unverfängliche Stunde. Ja, ich wollte nicht damit sagen, dass... Ich meine nur... Ist Mr. Gresham zu Hause? Nein, der ist gerade mal runtergegangen, aber er wird gleich wieder da sein. Wollen Sie nicht hereinkommen? No, ich glaube, ich gehe lieber... Wissen Sie, ich wohne nämlich direkt über Don und... Vielleicht wollen Sie etwas trinken? Ja, ich muss sogar etwas trinken. Ich habe es dringend nötig. Unter uns gesagt, ich habe noch einen kleinen Kater von gestern Abend. Und in diesem Fall ist ein Schluck... So was kenne ich. Ich habe schon mehr Kater kuriert als ein Hund Flöher. Mein Name ist David Slater. Darf ich auch den Ihren wissen? Patty O'Neill. Oh, schöner Name. Kennen Sie Don schon lange? Oh ja. Das heißt, sehr lange kennen wir uns noch nicht. Es kommt mir nur vor wie eine Ewigkeit. Er ist ein Engel. Ich bin ganz vernarrt in ihn. Hochinteressant.
Und er ist genauso vernarrt in Sie? Ach, es ist beiderseits rein platonisch. Ja, natürlich. Ich habe meine Schuhe nur ausgezogen, weil mir die Füße wehtun. Sagen Sie nie, dass Ihnen die Füße wehtun. Warum nicht, wenn Sie es tun? Mein Fuß ein Zahl tut weh, ist eine anregende Mitteilung. Meine Füße mehr Zahl tun weh, ist ein mehr oder weniger betrübliches Geständnis. Nehmen Sie Platz, der Fauteuil dreht sich herum. Ja, fast alle Fauteuils, auf denen ich sitze, drehen sich. Trinken Sie nicht auch etwas? Nein, danke, ich trinke nicht. Kennen Sie Cynthia? Ja. Warum? Sie war ja wohl irgendwie mit Don verlobt, sozusagen. Was meinen Sie mit sozusagen? Es scheint doch mehr oder weniger eine Art von lockerer Beziehung gewesen zu sein. Locker? Hat er das Wort locker gebraucht? Oh nein. Aber jedenfalls, es ist alles aus jetzt. Ja, ich weiß. Er hat sie gerade mit dem Gesicht nach unten zwischen seine Wintersocken gesteckt. War sie ein Biest? Das ist eine nicht ganz unkomplizierte Frage. Warum? Entweder sie war eins oder sie war keins. So einfach liegt die Sache nun wieder nicht. Warum? Naja, wenn Sie es unbedingt wissen müssen, sie ist zufällig meine Tochter. Ach, ich verstehe. Freut mich. Es tut mir furchtbar leid, aber wenn ich geahnt hätte, dass Sie Ihr Vater sind, hätte ich natürlich nie daran gedacht, Sie zu fragen, ob sie ein Biest ist. Sie hätten sich an keine bessere Quelle wenden können. Sie ist eins. Oh, aber immerhin, sie ist sehr hübsch. Ja, was haben Sie da eben gesagt? Von seinen Wintersocken? Ach, nichts. Don ist gerade runtergegangen, um ein paar Steaks zu kaufen. Ich bin eine tolle Köchin, wissen Sie, toll. Mögen Sie Steaks? Ah, ich bin toll auf Steaks. Und warum bleiben Sie dann nicht da und essen mit uns? Oh, lieber nicht. Jedenfalls herzlichen Dank. Ich nehme an, es ist wegen Cynthia. Ich meine, waren Sie der Grund, dass es auseinanderging? Waren Sie dagegen oder irgendetwas? Nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte vor, ihn wie einen Sohn zu lieben. Mehr als einen Sohn. Wissen Sie, dass ich ihm geradezu nachgelaufen bin? Jeden Moment bereit, meinen Segen zu geben? Ist Cynthia nicht ganz zusammengebrochen? Nein. Sie bricht selten zusammen. Aber ich bin's. Ich hatte mich so auf den Jungen verlassen. Ach, dann sind Sie böse, weil es auseinanderging. Wissen Sie, ich habe keinen Dunst, was passiert ist. Außer, dass Don mir gesagt hat, dass alles aus ist. Haben Sie eine Wut auf Don? Ich meine, hat er irgendetwas getan, was man nicht tut? Das möchte ich ja rauskriegen. Hauptsächlich deshalb bin ich ja hier. Der Theorie gemäß müsste Don mit der Reitpeitsche gezüchtigt werden. Von mir. Warum? Ja, das hatte, glaube ich, Cynthia heute Morgen gesagt. Sie glauben, wissen Sie es nicht? Ich war heute Morgen noch nicht so auf der Höhe. Wissen Sie, sie hat zu einer Menge geredet. Was denn zum Beispiel? Ja, es sieht aus, als hatte er mit den Gefühlen meiner Tochter ein frivoles und liederliches Spiel getrieben. Das klingt nicht nach Don. Na, ich habe nicht ihn zitiert. Na, wen sonst? Ihre Frau vielleicht? Aber nein, wir sind seit Jahren geschieden. Ein frivol und liederlich waren Cynthias, nicht eben originelle Wendungen. Mir ist es nicht an der Wiege gesungen, eine Tochter aufzuziehen. Ja, was Cynthia braucht, ist ein guter Einfluss. Eine Mutter wahrscheinlich. Entweder das. Oder manchmal die Hosen stramm. Also könnten Sie ihr nicht eines von beiden bieten? Sie sehen noch sehr jung aus. Warum heiraten Sie nicht wieder? Unseligerweise, die Frauen, zu denen ich mich hingezogen fühle, wären nicht ganz der richtige Einfluss. Und warum ziehen Sie ihr dann nicht manchmal die Hosen stramm? Ein verführerischer Gedanke. Hören Sie, da Sie ihn ja ziemlich gut zu kennen scheinen, halten Sie unseren Freund für einen Mann von ernsten Grundsätzen. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wenn Sie ein Vater wären, dann wüssten Sie es. Ach, Sie machen sich Sorgen wegen Cynthia. Ist sie schwanger? Aber nein, natürlich. Wie kommen Sie denn darauf? Ist das nicht meistens der Grund, wenn sich Väter Sorgen machen? Allerdings. Oh, Mr. Slater, Sie haben nicht den leisesten Grund zur Besorgnis. Ich kenne Cynthia ja nicht. Aber Don würde so etwas nie tun. Das ist gegen seine Überzeugung. Denken Sie einfach nicht mehr daran. Bleiben Sie hier zu einem gemütlichen Abendessen, dann werden Sie alles nicht mehr so tragisch nehmen. Unter uns, ich bin stark in Versuchung, aber sollte man nicht erst Don fragen? Warum? Ich bin sicher, dass es ihm recht ist. Er mag was vorhaben zum Nachtisch. Oh nein, das ist alles besprochen. Ich habe ihm nur zugesagt, hier heraufzukommen, nachdem er versprochen hat, keine Annäherung zu versuchen. Und er hat nicht. Können Sie sich nicht vorstellen, dass er nach einem Beefsteak vielleicht mehr Leidenschaft entwickelt? Oh ja, hoffentlich. Ich lasse mich sehr gern küssen. Wissen Sie, er hat mich nicht einmal geküsst seit dem Empire State Building. Sie meinen, seit es erbaut wurde? Ach, seien Sie nicht so kindisch. Wir haben uns dort kennengelernt, in einem bezaubernden Nebel. Mixen Sie sich doch noch eine Badewanne voll. Wenn Sie erlauben.
Soll ich den Fernsehapparat aufdrehen? Ist es in Farben? Sie sind ja verrückt. Es wird noch Jahre dauern, bis das in Farben ist. Oh, da warten wir so lange. Es gießt in Strömen. Was für einen Wagen fahren Sie? Einen linken? Warum? Haben Sie den neuen Cadillac schon gesehen? Oh ja. Der hat eine aufregende Erfindung. Wenn es zu regnen anfängt, dann drückt man auf einen kleinen Knopf und dann rieselt Wasser über die Windschutzscheibe, damit der Scheibenwischer sie nicht verschmiert. Daran muss ich immer denken, sobald es zu regnen anfängt. Fahren Sie einen Cadillac? Ach mein Gott, woher? Sie sind komisch. Aber der junge Mann, mit dem Vicky geht, der hat einen und der lässt mich manchmal nicht fahren, nur den Knopf drücken. Vicky sagt... Vicky? Ja, sie wohnt mit mir. Und die würde Ihnen gefallen, sie ist so fesch. Sie ist ganze 2 Jahre älter und bemuttert mich wie eine Gluckhenne. Sie ist Mannequin. Sind Sie auch Mannequin? Nur gelegentlich mal, aber nicht richtig. Ich bin Schauspielerin. Das heißt, ich will eine werden. Das ist ein Dornenweg. Die Konkurrenz ist einfach grausam. Arme Vicky, sie hat ein schweres Leben. Kein Markt für Mannequins? Ich meine es nicht beruflich, ich meine mehr, was das Herz anlangt. Wissen Sie, der junge Mann mit dem Cadillac, der liebt sie sehr und er ist furchtbar reich und hat überhaupt alles, was er will. Und das nennen Sie ein schweres Leben? Naja, er ist halt verheiratet. Und er wird um nichts in der Welt seine Frau kränken. Er hat in England studiert. Wie traurig. Wo ich studiert habe, war das Kränken von Frauen ein obligatorischer Kurs. Du zünd ja irgendetwas? Ich meine wie Schauspielschule oder Mannequin oder sowas Ähnliches. Nichts. Sie tut gar nichts? Gar nichts. Wenigstens nichts, worauf ich als Vater stolz sein könnte. Tun Sie etwas, worauf sie als Tochter stolz sein könnte? Was haben Sie denn? K.O. Geschieht Ihnen recht. Eltern, die sich dauernd über ihre Kinder beklagen, machen mich krank. Ich sage immer, es ist die Schuld der Eltern. Sagen Sie es nie wieder, Warum nicht? weil es banal ist und wahr. Es ist nie zu spät zur Umkehr. Sagen Sie das auch immer? Sie hätten eigentlich das Zeug zu einem großartigen Vater. Ich mag diese lustigen Fältchen in Ihren Augenwinkeln so gern. Warum stehen Sie denn auf? Mir kam vor, es wäre besser. Warum? Ehrlich gesagt, mein Kind, ich empfand plötzlich ein ebenso gebieterisches wie unedles Verlangen, Sie so lange zu küssen, bis Ihnen die Lippen bluten. Wirklich? Oh, wie schön. Das ist heute ein Glückstag für mich. Und bevor ich diesen niedrigen Begierde nachgegeben hätte... Was ist da so niedrig daran? Also ich finde es herrlich, begehrt zu werden. Da gibt's nur einen Punkt, über den ich gerne Klarheit hätte. Sind Sie nicht schon mit Don verbandelt? Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, wir haben uns erst heute Nachmittag kennengelernt. Wir haben uns sozusagen gegenseitig angesprochen auf dem Dach des Empire State Building. Das genügt mir. Oh, denken Sie nichts Verkehrtes, es war alles vollkommen korrekt. Hey, mach rasch, ich bin's. Ja, ich komme schon. Heilige Seekuh, ich habe hier genug Futter, um eine monatelange Belagerung Grüß auszuhalten. dich Gott, alter Junge. In Anbetracht dieser herzlichen Begrüßung ist es wohl besser, dass ich mich verziehe. Sie bleiben hier. Don, komm her. Was zum Teufel tust du denn hier? Ich habe Mr. Slater zum Essen eingeladen. Sie haben was? Seien Sie nicht so ungezogen. Ich finde Sie scheußlich. Mr. Slater kam Sie zu besuchen und da habe ich ihn Unter gebeten... diesen Umständen muss ich Sie darüber aufklären, dass Mr. Ich Slater... weiß alles. Er ist Cynthias Vater, aber das macht nichts. Er ist gar nicht böse auf Sie und wird Sie auch nicht mit der Reitpeitsche verhauen. Was wird er nicht? Mein liebes Kind, Sie reden zu viel. Das mit der Reitpeitschen ist eine Tour, von der du noch nichts weißt. Nein? Vielleicht wirst du es mir erklären. Buddy, wollen Sie uns ein paar Minuten allein lassen? Männersache, mein Süßes. Aber natürlich. Ich muss sowieso anfangen zu kochen. Ihr zwei könnt euch inzwischen ausplauschen, so viel das Herz begehrt. Wenn Sie nasse Füße haben, dann wechseln Sie Ihre Socken. Sie sehen aus, als ob Sie es nötig hätten. Hör mal, das ist ein reizendes Mädel. Tja, reizendes Ding. Ich kenne sie seit Jahren. Gute Familie. Ja, viele gute Familien wohnen in Empire State Building. Das hätte ich mir denken können. Wie lange bist du schon hier? No, 10, 15 Minuten. Sie hat nicht eine Sekunde den Mund gehalten. Schön, ich habe sie angesprochen. Aber deshalb ist sie doch ein liebes Mädel. Aber natürlich, vollkommen mit dir einverstanden. Sie ist entzückend. Also los.
Was soll das mit dieser Reitpeitschentour? Meine Tochter kam heute früh um 10 Uhr nach Hause. Stimmt? Sie hat die ganze Nacht mit dir verbracht. Stimmt wieder. Das heißt, sie hat die Nacht in dieser Wohnung verbracht. Sie behauptet... Sie lügt. Ich habe sie nicht angerührt. Außerdem glaube ich dir nicht. Cynthia hat viele Fehler, aber sie wird aber sie niemand hat einwandfrei Sie erklärt... lügt. Schreit doch nicht andauernd, sie lügt mit diesem dramatischen Tonfall, bevor ich noch ein Wort herausbringen kann. Ich werde jetzt versuchen, mich genau zu besinnen, was sie wirklich gesagt hat. Bitte? Also gut, ich war heute Morgen gerade dabei, mein Frühstück einzunehmen. Oder genau gesagt ein Aspirin. Da kommt Cynthia hereingefegt. In einem schwarzen, schulterfreien Abendkleid. Man hätte mich mit dem kleinen Finger umschmeißen können. Na ja gut, ich weiß, sie kommt öfter später heim. Um 3 Uhr, 4 Uhr, um 5 Uhr früh. Aber noch niemals um 10. Weiter? Na, ich frage sie, wo sie die ganze Nacht gewesen ist. Und sie sagt mir, sie hat hier unten geschlafen. Einwandfrei, klipp und klar. Man hätte mich mit dem kleinen Finger umschmeißen können. Schon wieder? Ach, diesmal war es ein ganz anderer kleiner Finger. Stell dir vor, meine eigene Tochter erklärt mir, sie hat hier unten bei dir geschlafen. Also kurzum, ich sage ihr... Ja, was habe ich gesagt? Großer Gott, habe ich gesagt. Das hättest du niemals tun dürfen. Naja, oder irgendetwas in der Preislage. Mein Gott, ich fühle mich nicht ganz wohl in moralischer Höhenluft. Und was hat sie gesagt? Du hast ganz recht, hat sie gesagt. Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Dann wankte sie in ihr Zimmer, schmiss die Tür zu und sprang unter die Brause. Während du nach einer Reitpeitsche suchtest. Es ist kein Anlass, Witze zu machen, mein junger Mann. Meine Tochter erklärt, sie habe dir vertraut und du hast ihr Vertrauen schändlich missbraucht. Ihre eigenen Worte. Ist das alles, was sie gesagt hat? Keine Details? Ja, das war alles. Er hat mein Vertrauen schändlich missbraucht. Sie hat es ein paar Mal wiederholt. Sie lügt. Ich habe sie nicht berührt, niemals. Glaubst du oder nicht? Ich habe sie nicht angerührt. Du hast sie nicht angerührt? Ja, dann ist es wahrscheinlich gerade das, was Cynthia gemeint hat. Aber natürlich, jetzt kann ich sie verstehen. Ein höchst beschämendes Erlebnis. Sollte dich auf alle Fälle verhauen. Was du nicht sagst. Du willst mich verhauen, weil ich deine Tochter nicht verführt habe? Eine ganz neue Tour, was? Wer hat geläutet? Lass mich herein, du Feigling. Lass mich herein. Cynthia. Ich nehme an, dieses Dämchen ist noch hier. Ja, tu nicht so harmlos. Ich habe sie gesehen. Sie hat mir die Tür geöffnet. In Strümpfen. Was ist sie, ein Bauerntrampel? Also bitte, Cynthia, mach jetzt hier keine Szene. Lass uns versuchen, wie kultivierte Menschen zu benehmen. Ich bin die kultivierteste Frau, die du je in deinem Leben gekannt hast. Oh ja, darum schmierst du auch so kultivierte Worte an anderer Leute Spiegel. Ich sage dir, wenn du das arme Ding so behandelst wie mich, dann wird sie dir wahrscheinlich auch den Götz von Berlichingen an den Spiegel schreiben. Das heißt, wenn sie schreiben kann. Das Letzte, was du gesagt hast, als du heute Morgen hier hinausgerauscht bist, war, dass du nie mehr deine Schrift auf diese Schwelle werfen willst. Das hat sie von ihr. Lass mich herein, du Heuchler, du. Nur über meine Leiche. Deine Tochter ist ein Mädchen, das nicht Nein sagen kann. Und sie erwartet das Gleiche von jedem anderen. Dein Wort in Ehren, aber ich versuche mir auszumalen, was zwischen Cynthia und dir in letzter Nacht wirklich passiert ist. Und warum? Ich kann dir malen helfen. Wir waren zusammen essen und anschließend im Theater. So circa um Mitternacht brachte ich sie nach Hause. Wir fuhren im Fahrstuhl direkt bis zu eurer Wohnung hinauf. An der Tür sagte ich ihr Gute Nacht und ging wieder hinunter. 5 Minuten später erschien sie hier. Sie sagte mir, sie hat dich oben angetroffen, vollkommen betrunken und mit einer jungen Dame. Jung stimmt. Das war der Grund, weshalb sie nicht wieder heraufging. Zu erniedrigend? Unsinn. Sie wollte kein Spielverderber sein. So hat sie dann in meinem Bett geschlafen und ich hier auf der Couch. Nicht jeder von uns hat eine reizende Nacht verbracht, gestern Nacht. Wenn das alles wahr ist, was du mir da erzählst, warum soll dann ein junger Mann wie du auf der Couch schlafen? Abgesehen von moralischen Hemmungen, die dir natürlich fremd sind, möchte der junge Mann sich vielleicht nicht verpflichten. Ja, verzeih mir die Frage, aber warst du mit meiner Tochter nicht so quasi verlobt? Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Verlobung und einer Verpflichtung. Unter uns. Ich wollte mir die Initiative nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich habe mir das sehr genau überlegt. Tiefer Denker, was? Wenn du ein Tor schießen willst, dann wünschst du dir doch nicht, dass der Torwart für dich den Ball tritt. Ich habe keine Ahnung vom Fußball. Aber ist es die Regel, dass der Mittelstürmer gleichzeitig selber den Torwart spielt? Wer hat da abgepfiffen? Herrje, worüber streitet ihr euch jetzt? Fußball womöglich? Ja.
Wir haben uns gerade über ein verfehltes Tor unterhalten. Schmeckt sehr gut bis jetzt. Wirklich delikat. Kein Ketchup? Kommt gleich. Ich hol's. Sie wird schon finden. Du machst sie nur Ehre. Bisschen rücksichtslos, das arme Kind die ganze Arbeit allein tun zu lassen. Nur keine falschen Rücksicht. Frauen arbeiten gern. Lass mich das machen. Ich habe ein bisschen mehr Kraft. Wieso sind Männer so hilflos? Ich zeig's euch. Wir sollten Champagner haben. Bitte um Vergebung. Ich wusste ja nicht, dass du kommst. Bitte? Oh, danke. Kommt nichts raus. Scheint verstopft zu sein. Oh. Ach, Sie und Ihr Ketchup. Sie haben ja nicht einmal auf Ihren Teller gezählt. Entschuldigung. Ich glaube, Sie tun's lieber selber. Ich habe eine Idee, Patty. Ich leihe Ihnen einen Schlafrock, dann können Sie Ihr Kleid besser reinigen. Das ist schön. Ich habe genug, Slater. Nimm dein Steak und iss es in deiner Wohnung. Aber mein lieber Junge, ich kann doch das arme, wehrlose Mädchen nicht mit dir allein lassen. Halbnackt. Das könnte ich mir nie verzeihen. Gut, dass ich dahin gezaubert habe. Ich habe noch nie so gut gegessen. Und Sie? Sagen Sie gar nichts? Möchten Sie mal heiraten und verheiratet bleiben? Meine Frau war in Österreich geboren. Eine charmante kleine Person. Und Nockern konnte sie machen. Echte Salzburger Nockern. Superb. Ich nahm nie weniger als 3 Mal davon. Und ich sagte jedes Mal, köstliche Nockern. Göttliche Nockern. Ja, einmal sogar, na, das sind Nockern. Aber dann, eine Stunde später, wenn ich noch damit beschäftigt war, sie friedlich zu verdauen, sagte sie immer wieder, na, wollen die Nockler nicht gut? Wissen Sie, was passiert ist? Und Sie haben sich scheiden lassen. Nein, sie hat sich scheiden lassen. Wegen Unmenschlichkeit meinerseits. Ich habe ihr die Nockerpfanne übergezogen. Das haben Sie nicht getan. Eine funkelnagelneue Stahlpfanne. Noch heiß von den Nockern. Direkt auf ihren Hintern. Die Beule spielte wochenlang in sämtlichen Farben. Nach Aussage ihrer Anwalt. Ich hatte nicht mehr den Vorzug, sie zu sehen. Die Beule, meine ich. Das glaube ich Ihnen nicht. Warum nicht? Sieht dem ähnlich. Ja, sie ist die reine Wahrheit. Sie haben eine Frau geschlagen? Natürlich. Ich schlage nämlich nur Frauen. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Außerdem sehr feige. Sei nicht so bescheiden. Gelegentlich würdest du auch gern einen kleinen, schwachen Mann schlagen. Wenn er ganz wehrlos ist, ja. Also ich finde Sie scheußlich. Es ist kein Wunder, dass Ihre Frau sich hat scheiden lassen. Ein Wunder ist nur, dass ihn überhaupt einer geheiratet hat. Und Sie finden nicht, dass ich einen gewissen verruchten Charme besitze? Doch. Das ist ja das Schlimme mit Ihnen. Sie besitzen viel zu viel Charme. Und verrucht ist eine Schmeichelei. Ich würde das anders nennen. Sei meiner Gegenliebe gewiss. Meine Verflossene sagt... Ich möchte zuhören. Zum Donnerwetter, was willst du denn jetzt? Nein. Nein, ich denke nicht daran. Also gut, wenn du nicht heraufkommen willst, wirf diese kleine Nutte hinaus. Bitte nicht weiter in diesem Ton, ja? Schön. Verabschiede die junge Dame und ich komme zu dir. Ausgeschlossen, kommt gar nicht in Frage. Auch gut. Wenn du so roh und herzlos bist,
Dann ertränke ich mich in der Badewanne. Lass doch diese Redensarten. Redensarten? Willst du das Wasser hören? Hörst du es? Hörst du das Wasser? Ja, aber versteh doch, ich mach doch keine Dummheiten. Pass auf, ich habe einen Vorschlag. Ich kann in 2 Minuten angezogen sein, triff mich in der Halle, führ mich auf einen Drink zu Luigis. Ein kleines Gläschen auf gute Freundschaft. Gemacht. Meinetwegen aber schnell wie der Blitz. Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss für ein paar Minuten ausgehen. Ja, aber wohin denn? Nur 10 oder 15 Minuten. Naja, Aber lass ihn doch, er ist sowieso nicht sehr unterhaltend heute Abend. Hat kaum ein Wort gesagt. Oh, es lagen mir schon ein paar auf der Zunge, aber du hattest Glück, es war eine Dame anwesend. So wenig Zeit hast du noch nie zum Anziehen gebraucht. Aber geben Sie sich nicht so viel Mühe damit. Das kann doch die Zugehefrau tun. nein. Ich räume gern auf. Sauberkeit ist der erste Schritt zur Tugend. Mag sein, aber die Tugend ist nicht mein Fall. Das ist Ihr Fall? Beefsteak, Alkohol und Weiber. Genau in dieser Reihenfolge. Sie sind nicht halb so verdorben, wie Sie tun. Sie wollen nur, dass man das glaubt. Wenn dem so ist, möchten Sie mich da nicht heiraten? Um mit Nockenpfannen verdroschen zu werden? Machen Sie keine Witze. Es war ein Fehler von mir, mich dieser Tat zu rühmen, aber Sie sind bedeutend kräftiger als meine Verflossene. Sie könnten zurückhauen. Mit Ihnen würde ich mich viel mehr in Acht nehmen. Also? Also was? Heiraten. Möchten Sie? Wie dumm würden Sie sich jetzt vorkommen, wenn ich Ja sagte. Ach, keineswegs. Ich hoffe, dass Sie Ja sagen. Deshalb habe ich gefragt. Sie würde ich nicht heiraten, und wenn Sie der letzte Mann auf Erden wären. Mein liebes Kind, das ist eine rein emotionelle und unüberlegte Redensart. Wenn ich der letzte Mann auf Erden wäre und 1 Million Frauen wären übrig geblieben, so würden Sie mit jeder einzelnen davon auf Zähnen und Klauen um das Vorrecht kämpfen, meine Gattin zu werden. Sie würden danach lechzen, die Welt neu zu bevölkern. Machen Sie sich nicht lächerlich. Ihre Liebe zum Menschengeschlecht würde Ihr Vorurteil gegen mich überwinden. Da sind Sie schwer im Irrtum. Ich finde das Menschengeschlecht gar nicht so toll. Und ich habe kein Vorurteil gegen Sie. Können Sie nicht auch einen Hund bellen hören? Natürlich kann ich. Das ist Cynthias Pudel. Na, sehen Sie. Dieser verdammte Sauhund. Aber seien Sie doch vernünftig. Ein so kleiner Hund kann doch unmöglich einen so großen Fleck. Wohin laufen Sie denn? Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, Sie werden nass werden. Wenn Sie glauben, dass ich da hineinwarte, irren Sie sich gründlich. Die Eskimos sind das einzige zivilisierte Volk auf der Welt. Wieso? Sie haben Vernunft genug, ihre Töchter bei der Geburt zu verkaufen. Ich wollte, ich könnte Cynthia gegen ein Mädchen von ihrer unvergleichlichen Ordentlichkeit eintauschen. Wollen Sie sich wirklich nicht überlegen und mich heiraten? Wirklich nicht. Ist das nicht süß? Zum Kotzen. Ich brauche noch ein paar Fetzen. Nehmen Sie ein paar Handtücher dort im Schrank. Und was meinen Heiratsantrag betrifft, sollten Sie an der Tradition kleben, so wäre ich gerne bereit, einen Kniefall zu tun, sobald Sie aufgewischt haben. Tragen Sie immer fremden Mädchen die Ehe an? Nein, aber ich habe gelegentlich ein paar Zufallsbekanntschaften angetragen, ohne den Segen der Kirche mit mir zu leben. Warum haben Sie das mir nicht angetan? Wissen Sie, es wird vielfach behauptet, dass anständige junge Mädchen immer von älteren Lebemännern auf Abwege gebracht werden. Das Gegenteil ist der Fall. Nur Lebemänner haben einen natürlichen Respekt vor der Unschuld. Sie sind lieb und vermutlich ein bisschen betrunken. Nein, bin ziemlich nüchtern. Dann müssen Sie übergeschnappt sein. Warum? Von Ihnen steht fest, dass Sie einen gut situierten Mann von reiferen Jahren zu heiraten wünschen. Ich bin 44. Kaum zu glauben. Sie benehmen sich wie ein Halbwüchsiger. Das muss eine unwiderstehliche Mischung sein. Sie könnten mich bemuttern. Danke, nein. Dann könnten Sie Cynthia bemuttern. Danke, ja. Sie wäre entzückt davon. Ich bin eine ganze 2 Jahre älter. Wunderbar.
Wenn Cynthia und Don es miteinander schaffen, dann könnten Sie seine Schwiegermutter werden. Reizt Sie das nicht? Sie sollten darüber keine Witze machen. Die Ehe ist eine viel zu ernste Angelegenheit. Und außerdem wissen Sie gar nichts von mir. Oh, ich weiß genug. Sie sind klug, Sie sind tüchtig, Sie haben Unternehmungsgeist. Sie sind ansteckend jung und heiter. Sie sind eine ausgezeichnete Köchin und außerdem haben Sie ein hübsches Gesicht, eine reizende Figur und wunderbare Beine. Bitte weiter. Das sollte Ihnen genügen. Mir genügt. Sie haben kein Wort von Liebe gesagt. Darüber wird im Allgemeinen viel zu viel gesagt. Nichtsdestotrotz, ein Mädchen will das hören. Von einem Mann wie Don vielleicht? Vielleicht. Sie haben uns beiden erklärt, dass Sie gerne einen netten, reifen Männertyp finden würden, der Sie zu schätzen versteht. Ja, aber ein Mädchen möchte auch glücklich sein nebenbei. Ich habe ein angeborenes Talent dazu, Menschen glücklich zu machen. Mit Nockernpfanne? Na, das war ein klarer, sauberer Schnitt. Sie heiratet einen reichen Brasilianer fast sofort hinterher und lebt jetzt glücklich wie eine Schnecke im Haus. Außerdem bekam sie eine hohe Abfertigung. So, jetzt können wir wieder runtergehen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wenn Sie sich entschließen zu gehen, werde ich wahrscheinlich ein Dämchen anrufen, das ich kenne, und Sie bitten, heraufzukommen. Sagen Sie nicht Dämchen, das klingt zu ordinär. Sagen Sie wenigstens Mädel. Oh, das Mädel ist ordinär im Sinne von natürlich und ungehemmt. Nach allgemeinen Begriffen ist sie dem Wesen nach eher ein Dämchen als ein Mädchen. Man kann sich köstlich mit ihr amüsieren. Warum schlagen Sie ihr dann nicht vor, sie zu heiraten? Ach, weil sie sofort jede Achtung von mir verlieren würde, wenn ich ihr einen so idiotischen Vorschlag mache. Sind Sie vielleicht im Begriff, meinen Antrag noch einmal zu erwägen? Wissen Sie, mir geht es ganz komisch mit Ihnen. Sie sind wirklich abscheulich und zynisch und oberflächlich und unmoralisch und überhaupt ein völlig wertloser Mensch. Und ich mag Sie. Ich mag Sie sogar sehr. Genug zum Heiraten? Das nicht. Sind Sie reich? Oh ja, ganz wohlhabend. Ach was, seien wir ehrlich, ich bin reich. Ich habe noch nie einen Tag in meinem Leben gearbeitet. Und wenn ich es nie tue, habe ich immer noch ein hohes Einkommen, trotz der Steuer. Warum? Ich denke oft darüber nach, wie es wohl wäre, wenn man viel Geld hätte. Oder wenigstens etwas Geld. Viele Mädels, die ich kenne, heiraten nur wegen Sicherheit. Das ist eine große Versuchung. Haben Sie eine Ahnung, wie viel Geld ich derzeit auf der Welt besitze? Ich ahne, Sie haben $7,43 im Bar und ein Sparbuch, das keinerlei Guthaben aufweist. Ich bin kein Hellseher, aber ich habe in Ihrer Handtasche nachgeschaut, während Sie gekocht haben. Das war nicht sehr ethisch. Ich habe nie behauptet, ethisch zu sein. Wissen Sie, nächsten Dienstag bin ich in einem Fernsehprogramm. Vielleicht. Und da bekomme ich, wenn alles gut geht, $62,50. Dann habe ich mit meinen 7 fast $70. Einmal hatte ich sogar über 200. Über $200 eine ganze Woche lang. Das ist ein Gefühl, das Sie nicht kennen, weil Sie reich sind. Was? Ja, die aufregende Tatsache zu wissen, dass man mehr als $200 hat. Das ist wunderbar. Man fühlt sich, als könne man einfach losziehen und den ersten Besten ins Gesicht spucken. Ich habe genau $600 gewonnen beim Kartenspiel vorgestern nachts. Du lieber Gott, waren Sie nicht ganz außer sich? Seien Sie nicht so blasiert. So reich kann niemand sein. Ich sagte mir, jetzt hast du genau 600 Knöpfe mehr. Und ich frage mich, wozu? Hier habe ich sie noch. 6 nagelneue, wunderschöne Dollarnoten. Sie müssen ja verrückt sein, all das Geld mit sich herumzutragen. Ich habe mal eine Handtasche verloren mit über $20 drin. Ich war wochenlang krank. Paddy, ich möchte Ihnen die $600 geben. Sie müssen wahnsinnig sein. Wollen Sie sie annehmen? Nein, natürlich nicht. Es sind keine Konsequenzen damit verknüpft. Aber warum sollten Sie? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass es mir gar keine Freude macht, das Geld zu gewinnen. Machen Sie mir die Freude und nehmen Sie es an. Aber ich kann doch kein Geld von... Wie oft ist 40 in 600? 15 Mal. Weshalb? Ja, das ist mein Durchschnitt. 40 die Woche. Herrgott. 15 sorglose Wochen. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe noch nie von einem Mann Geld angenommen. Ich habe es einem höchst widerlichen Kapitalisten abgenommen, der vom Schweiß der Armen lebt. Okay? Das ist eine schauderhafte Versuchung. Würden Sie mich für ein Schaf halten, wenn ich Nein sage? Für ein scharfes Kopf. Aber Schafsköpfe, die Nein sagten, haben viel zur Erhöhung der Menschenwürde beigetragen, wie sie schon ausschauen. Ich glaube, es wäre ein Wahnsinn, wenn ich nicht... Ich meine, es ist ein Vermögen. Ich überlege nur, was... Ja, was würden die Leute dazu sagen? Ich persönlich denke nicht daran, es einer Menschenseele zu sagen. Stellen Sie sich vor, wie viele Leuten Sie ins Gesicht spucken könnten. Okay? Ja.
Ich nehm's. Gratuliere. Herrgott, ich habe noch nie einen 100-Dollar-Schein gesehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich vollkommen sprachlos. Das ist Ihnen wohl noch nie passiert. Nein, ich weiß, ich rede sehr viel, aber jetzt... Ich kann nichts sagen als Dankeschön. Das klingt furchtbar dumm. Und für mich klingt es sehr schön, wie Sie es gesagt haben. Oh nein, es ist viel zu wenig. Einfach Dankeschön. 15 Wochen Sicherheit und ganz umsonst. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich reichlich belohnt. Wodurch? Durch das Leuchten in Ihren Augen. Wissen Sie, für mich sind Konsequenzen damit verknüpft. Weshalb? Dankbarkeit. Der brennende Wunsch ist Ihnen einmal zurückzuzahlen, irgendwie. Ja, aber es ist ein Geschenk, keine Anleihe. Ja, aber das meine ich ja mit den Konsequenzen. Eine Anleihe vergisst man, sobald man sie abgezahlt hat. Für ein Geschenk bleibt man immer verbunden. Ich wünsche nie wieder etwas von dir zu hören. Weder persönlich noch telefonisch oder schriftlich oder per Brieftaube. Verstanden? Und dieses kleine Mädchen, über das du dich so gemein ausdrückst, ist so viel wert wie 50 deinesgleichen. Ach du lieber Gott, wenn ich das Vicky zeige und ihr erzähle, was passiert ist, die fällt glatt in Ohnmacht. Glauben Sie nicht, dass Sie das missverstehen? $600? Kein Mensch kann so viel missverstehen. Außerdem weiß Vicky genau, dass ich so Sachen nie tun würde. Und sie ist selbst ein anständiges Mädchen. Deshalb wohnen wir ja zusammen. Und der Mann mit der Gardiak, der in England studiert hat? Ach, das ist alles ganz traurig und hoffnungslos. Sie gehen nur manchmal zusammen in sinnliche Filme und halten sich an den Händen. Seine Frau hat einen viel zu niedrigen Blutdruck. Oder wer weiß, vielleicht ist er viel zu hoch. Na, jedenfalls, sie hat eine schwache Gesundheit. Und die seine scheint mir auch nicht so robust zu sein. Ach, sie, wenn zwei Leute nicht gleich miteinander schlafen, ich finde sie scheußlich. So. Mir gefällt der Ton nicht, mit dem Sie das gesagt haben. Wieso? Es klang gönnerhaft, herablassend und mütterlich. Sie haben mir gerade angetragen, sie zu bemuttern. Mögen Sie nicht, wenn ich Sie küsse? Oh ja, sogar sehr. Aber ohne so. Ach, Sie sind zu verwöhnt. Würden Sie sich nicht dumm vorkommen, wenn ich gesagt hätte, so? Vielleicht haben Sie recht. Wollen wir es noch einmal versuchen? Besser? Nicht besonders. Es war weder gönnerhaft noch mütterlich. Diesmal war es töchterlich. War es nicht väterlich von Ihnen, mir all das Geld zu schenken? Sie sind zu logisch. Das steht der Jugend nicht. So oder so. Sie sind lieb. Na, da bleibt mir doch die Spucke weg. Du lieber Gott. Sind Sie aber nass geworden? Was haben Sie denn gemacht? Im Regen herumgestanden? Du hast recht. Sie ist mindestens so viel wert wie 50 meinesgleichen. Cynthia, geh in dein Zimmer. Ich denke, du wirst einen Schiedsrichter brauchen, Papa. Cynthia, geh in dein Zimmer. Alles, was du sagst, Papa. Sie geht wirklich. Ich hätte den Teufel tun sollen, euch allein zu lassen. Wir wollen das Kind nicht gleich mit dem Bad ausschütten. Die Dinge sehen ganz anders aus, wie sie sind. Ich habe Augen im Kopf, es war eindeutig. Na, gerade was eindeutig ist, ist häufig zweideutig. Nimm zum Beispiel unsere Paddy. Na, nimm du sie nur und behalt sie. Oh, danke. Wir haben seinen Segen. Ach, Don, jetzt hören Sie schon auf, so ekelhaft und verspießt zu sein. Ja gut, ich habe auf seinen Schoß gesessen und ihn geküsst. Ist das ein Verbrechen? Du lieber Gott, ich schwöre nie mehr, einen Mann zu küssen, solange ich lebe. Das wäre gar kein so schlechter Gedanke für Sie. Don, wollen Sie sich nicht erklären lassen, was passiert ist? Wieso wir hier heraufgekommen sind, weshalb Sie mich in dieser Situation... Ändert das denn irgendwas an dieser Sache? Wieso oder weshalb? Ich denke doch. Sehen Sie, Mr. Slater hat mich gebeten, ihn zu heiraten. Heiraten? Er hat Sie gebeten, ihn zu heiraten? Jawohl. Ich hoffe, Mr. Slater, es macht Ihnen nichts aus, dass ich es ihm gesagt habe. Es geht Ihnen einen Dreck an. Da bitte ich um Vergebung, wenn ich diesen ergreifenden Antrag unterbrochen habe. Es ist ja schon lange her, dass er ihn gestellt hat. Ja, sicher, mit einem Kniefall vor der Couch, stelle ich mir vor. In Wirklichkeit war es im Badezimmer und er wollte sogar auf die Knie fallen. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, wollten Sie nicht, Mr. Slater? Bei meiner Burschenehre. Sehen Sie? Was haben Sie eigentlich in die Beefsteak-Soße gemischt? Johimben? Ich wünsche euch beiden viel Glück. Der arme Don. Was denkt er jetzt nur? Schwer zu beurteilen bei einem Jüngling von so reinem Sinn. Die kommen auf die schmutzigsten Gedanken. Ach, verflixt. Jetzt glaubt er wahrscheinlich, ich bin nichts als ein kleines Vieh. Aber ich will mir darüber keine Sorgen machen.
Tu ich aber. Er weiß immer noch nicht, warum ich auf ihrem Schoß gesessen bin und sie geküsst habe. Wenn Sie ein bisschen Grips im Kopf haben, wird das nie wissen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mir das ausleihe? Nicht das Geringste. Ich möchte nur nicht, dass er denkt, ich bin so ein Dämchen. Sie glauben, das denkt er jetzt? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Er hat Grund zum Verdacht. Dann folgen Sie meinen Rat. Zerstreuen Sie ihn nicht. Wen? Den Verdacht, Unsicherheit. Hat sie oder hat sie nicht? Wird sie oder wird sie nicht? Tut sie oder tut sie nicht? Zweifel, Verdacht. Das mächtigste Bindemittel. Stärker als jeder Liebesdrang der Welt. Zum Wohl. Danke. Kleenex? Danke. Warum sind Sie auch so ein Idiot, im Regen herumzustehen? Worüber habt ihr denn so lange gesprochen, Cynthia und Sie? Hauptsächlich über Sie. Über mich? Ich habe ihr genau erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und wieso Sie mit heraufgekommen sind und angeboten haben zu kochen. Und was für ein nettes Mädel Sie sind. Waren. Ich meine, zu sein schienen. Hat sie bestimmt nicht geglaubt. Nein. Er hat gesagt, den Typ kenne ich. Klingt wie eine professionelle Jungfrau. Wie gemein, sowas zu sagen. Ja, so habe ich auch gedacht. Wir hatten einen saftigen Krach darüber. Und? Weiter? Weiter nichts. Ich wusste allerdings nicht, wo ich sie wiederfinden würde und wie. Knutschend mit Mr. Slater. Keiner hat das Wort knutschen gebraucht. Sie haben sich aber ganz gut mit ihm verstanden, oder nicht? Ja, ich bete ihn an. Zu schade, dass Sie gerade in diese zarte Stimmung hineintrampeln mussten. Ich wollte, Al Smith wäre bei seiner Politik geblieben. Wer? Al Smith, Wer ist das? der Erbauer des Empire State Building. Oh. Ach so. Ja, aber der konnte doch wirklich nichts dafür. Wir hätten uns überall treffen können. Sagen Sie mal, laufen Sie immer herum und küssen jeden Fritz, Franz und Otto? Ja, ja, immer. Ja, ihn haben Sie geküsst. Ja, das habe ich. Ja, einen völlig fremden Mann. Quatsch. Er hat mit uns gegessen. Ich kenne ihn fast so lange, wie ich Sie kenne. Ich nehme an, er wurde zärtlich mit Ihnen. Natürlich, wie toll. Wie konnten Sie nur daran zweifeln? Tue ich ja gar nicht. Zärtlich. Mit dem Mädchen, das Sie angesprochen haben, das Ihren Schlafrock trug und Ihr Essen im Magen hatte. Ach, Dawn, seien Sie doch vernünftig. Lassen Sie mich doch erklären, was wirklich passiert ist. Was ändert das an der Sache? Das ist halt ein Jammer. Ich habe ernstlich geglaubt, Sie wären ein anständiges Mädchen. Das habe ich ernstlich geglaubt. Jetzt glauben Sie es nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Ja, Mr. Slater glaubt es noch immer. Und das ist wohl der Grund, weshalb er mich gebeten hat, ihn zu heiraten. Das glauben Sie auch nicht? Ich glaube nicht, dass er Sie jemals darum gebeten hat. Ich habe es von Anfang an nicht geglaubt, auch als Sie ihn dazu bringen wollten, es zu bestätigen. Und ich glaube es jetzt erst recht nicht. Warum nicht? Weil ich David Slater kenne. Ja, wenn Sie mir gesagt hätten, er hätte Sie dazu bringen wollen, sein Verhältnis zu werden. Das hätte ich Ihnen geglaubt. Das ist scheußlich. Mein Gott, fangen Sie nicht an zu heulen. Cynthia hat mich auf diese Zicke vorbereitet. Sie hat gesagt, professionelle Ich Jungfrau gehe. machen... Einverstanden. Wieder zu Slater hinauf? Ja, ja, das tue ich. Noch was nachzuholen, wie? Jawohl. Ihr Name ist Donald Gresham? Ja. Was bilden Sie sich ein, wo Sie sind? Was tun Sie hier? Wer sind Sie? Was fällt Ihnen ein, einfach in eine fremde Wohnung hineinzutrampeln? Wer sind Sie? Moment, nicht mehr reinkommen.
Guten Abend. Ist Mr. Gresham zu sprechen? Augenblicklich nicht. Das Sprechen ist ihm vergangen. Hat sie ihn also erschlagen? Mit meinem Bügeleisen. Ach, Papa. Papa, was hast du getan? Ach, Sie waren es. Hatten Sie einen Grund? Nur meine Pflicht, wie sie jeder Vater getan hätte. Ah, da haben Sie ihm gleich den Hals gebrochen. Ja, er wird schon zu sich kommen. 35 Jahre Sicherheitsdienst und man weiß genau, wie hart man seinen Mann zu schlagen hat. Lass ihn gehen jetzt. Bist du selbst in Ordnung? Woher weißt du überhaupt, dass ich da bin? Haben Sie ihn angerufen? Ich? Gott bewahre. Aber wie konntest du dann... Es war Schicksalsfügung, dass ich in deiner Wohnung anrief. Deine Freundin Vicky hat mir gesagt, wo du zu finden bist. Diese Vicky, wenn sie nur ihren großen Mund halten könnte. Ein Junggesellen in seiner Wohnung Papa, zu das besuchen. verstehst du nicht. Er wollte doch gar... Ich weiß, es muss einen ganz falschen Eindruck machen. Aber kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Mann wie Don so etwas niemals täte? Er ist Architekt. Wir sprechen uns später. Komm jetzt, wir gehen. Immer und immer wieder habe ich dir gesagt, dass das sündenlos... Papa, bitte nicht jetzt, nicht hier. Darf ich Sie etwas fragen, mein Herr? Hätten Sie nicht genauso gehandelt wie ich, wenn Sie Ihre Tochter im Schlafzimmer eines Mannes entdeckt hätten? Das ist eine interessante Frage, Mr. O'Neill. Eine sehr interessante Frage. Danke Ihnen, mein Herr. Recht gute Nacht. Komm jetzt, wir gehen. Aber Papa, wir können doch den armen Menschen nicht einfach so liegen lassen. Schweig, hier. Er hat doch gar nichts getan. Er wollte... Geben Sie ihm das Wasser. Komm jetzt, wir gehen. Mr. Slater, tun Sie doch etwas. Fürchte nichts, mein Freund. Der rächende Vater ist fort und hat sein Töchterlein mitgenommen. Oh, das Auge sieht aber scheußlich aus. Oh, sowas Unerhörtes habe ich noch nie erlebt. Komm nur nicht zu mir, wenn du Mitleid schinden willst. Die Lektion hast du verdient mit Zinsen. Wie? Es tut mir natürlich leid, dass du Schmerzen hast, aber seien wir ehrlich, O'Neill ist vollkommen im Recht. Ich wollte, du tätest was mit diesem scheußlichen Auge. Ich kann sowas nicht sehen. Den lasse ich rausschmeißen aus der Polizei, diesen Kretin von einem Schmierstiefel, diesen Plattfüßigen. Mag sein, dass er ein Kretin ist, es mag sein, dass er Plattfüße hat, aber er ist dein Vater. Er hätte das Recht gehabt, dich zu töten, und ich hätte es auch als Cynthias Vater. Hier gibt es keinen freien Jagdschein für Verführer. Uns Väter schützt das ungeschriebene Gesetz. Das ungeschriebene Gesetz. Ich gebe zu, wenn es geschrieben wäre, wüssten die Leute besser, woran sie sind. Aber der Grundsatz bleibt unverrückbar bestehen. Der Mensch hat das Recht, seine Tochter zu beschützen. Man könnte fast sagen, die Pflicht. Jawohl. Der einfache, brave Mann hat mir eine Lehre gegeben. Eine hohe sittliche Erleuchtung. Mach, dass du rauskommst. Hau ab, wenn ich bitten darf. Arme kleine Cynthia, was muss sie gelitten haben? Was muss sie ausgestanden haben? In deiner brutalen Art. Du brichst mir das Herz. Hau ab. Sei nicht auch noch zynisch. Es herrscht viel mehr Freude im Himmel über einen reuigen Sünder. Feuer gefälligst in deiner eigenen Wohnung.
das geruchlose Bier, das uns köstlicher mundet als Wein. Klar ist und rein, wie des Neonlichtschein, nichts riecht man an dir. Ja, wer dort? Im Krug, Danke, Cynthia, meinem Auge geht es prima. Und ruf mich gefälligst nicht mehr an. Ja, ich hab's mit Kompressen versucht. Heiße, kalte, lauwarme. Natürlich bin ich allein. Hab den Fernsehempfänger an. Ich kann genug sehen, mit meinem gesunden Auge. Wir hängen jetzt ab, sonst tue ich's. Gute Nacht. Was zum Teufel wollen Sie denn schon wieder? Ja, was soll ich wohl wollen? Mit Ihnen reden natürlich. Worüber? Ja, das kann ich Ihnen nicht in 2 Sekunden sagen. Und sicher nicht, solange ich hier draußen auf dem Gang stehe. Warum nicht? Also gut, ich bin zurückgekommen, um Sie zu fragen, was Cynthia eigentlich damit meint, wenn sie mich eine professionelle Jungfrau nennt. Psst. Man besucht keine Leute um diese Zeit. Ich weiß. Ich wäre auch schon früher zurückgekommen, aber es hat eine Menge Zeit gebraucht, bis ich meinen Vater losgeworden bin. Wir hatten einen entsetzlichen Krach. Blau angelaufen vor Wut. Das hätten Sie sehen sollen. Danke, gehabt. Ich habe die Premiere gesehen. Das Auge sieht aber wirklich schrecklich aus. Mein Vater sagt... Je weniger ich von Ihrem Vater hören muss, desto besser. Ich habe schon viel über die Brutalität der Polizeiorgane gelesen, aber es war mir bisher nie ins Auge gesprungen. Das tröpfelt Ihren Schlafrock ganz voll. Kommen Sie sich Machen Sie keine Geschichten, das ist schon gut. Sie sollten ein Stück rohes Beefsteak drauflegen, Polizeirezept. Wenn Sie Slater nicht zum Essen eingeladen hätten, wäre vielleicht noch ein Steak übrig geblieben. Ach, Don, schauen Sie, es tut mir furchtbar leid, dass mein Vater Sie niedergeschlagen hat. Aber er ist ein Mann von der alten Schule und hat nur seine Pflicht getan. Die Beule sieht wirklich bös aus. Nur eine Pflichtbeule von der alten Schule. Genug davon, es wird spät. Was haben Sie noch auf dem Herzen? Starren Sie mich nicht so böse an. Wenn Sie mich so böse anschauen, kann ich mich unmöglich mit Ihnen aussprechen. Ich bin bereit, auf jede weitere Aussprache zu verzichten. Ich bin ferner bereit, die ganze Geschichte zu vergessen wie einen bösen Traum. Die ganze Geschichte? Von Anfang bis zum Ende. Ja, wer dort? Liebling, hast du Essigsäure-Tonerde auf dein Auge getan? Es ist das Beste. Hör, Cynthia, willst du um Himmels Willen jetzt die Anruferei sein lassen? Aber ich wollte ja nur wissen, ob... Cynthia, du hängst sofort ab. Aber Papa! Wenn du dich weigerst, mir zu gehorchen, dann wirst du schon sehen, was passiert. Du hängst sofort ab. Was wollte sie denn? Sie fließt über vor Mitgefühl für mein Auge. Um diese Zeit in der Nacht. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie um diese Zeit in der Nacht sogar persönlich hier aufgetaucht sind? Sie sind sehr müde, wie? Es war ein harter Tag für mich. Wenn Cynthia jetzt herunterkäme und würde ein bisschen herumpiepsen und Geschichten machen mit Kein ihrem Wort Auge... mehr von Cynthia, bitte. Sie hat mich eine professionelle Jungfrau genannt. Und das wurmt mich. Ich bin nur zurückgekommen, um mit Ihnen darüber zu reden. Nicht über Cynthia, keine Sorge. Nur über diesen Ausdruck von ihr. Es war halt ein etwas schlecht gewählter Ausdruck und ich war wütend darüber. Darf ich Sie eines fragen? Was hat Cynthia gegen Jungfrauen? Schauen Sie, Patti, niemand, der halbwegs bei Sinnen ist, kann das Wort Jungfrau ernstlich als eine Beschimpfung auffassen. Nicht Jungfrau, aber professionell. Das macht mich rasend und das will ich erklärt haben. Warum professionell? Und es ist nicht unbedingt nötig, dafür Reklame zu machen. Das ist alles, was der Ausdruck besagt. Warum ist Reklame schlecht? Leute, die für etwas Reklame machen, gehen darauf aus, es zu verkaufen. Ach, so ist das gemeint. Das kann ich verstehen. Nur vielleicht gebe ich wirklich zu viel an damit. Hören Sie auf, damit anzugeben. Tja, Sie haben recht. Don, glauben Sie an ein Schicksal?
Hm? Ich meine, was wäre wohl passiert, wenn es nicht geregnet hätte? Wie toll. Und Sie hätten mich zum Essen ausgeführt, wie wir vorhatten. Dann hätten wir wahrscheinlich einen konventionelleren Abend verbracht. Das stimmt. Wir sind wohl einfach in einen falschen Zug gestiegen, kommt mir vor. Jedenfalls würden wir jetzt nicht hier sitzen und... Ach du lieber Gott. Das kann doch wohl nicht nochmals Ihr Vater sein, oder? Ich weiß nicht. Hey, hier. Kommen Sie hier herein. Nein, nicht du schon wieder. Bist du dir darüber klar, wie spät es ist? Das bin ich genau und genau deshalb bin ich hier. Um diese Zeit hast du nicht mit meiner Tochter am Telefon herumzutratschen. Ich bin extra runtergekommen, um dir das zu sagen. Sag das gefälligst ihr, sie hat mich angerufen. Mein lieber Junge, ich habe es ihr gesagt. Bis ich schwarz war. Aber ich komme keinen Schritt weiter damit. Sie lacht mich aus. Ich habe mich heiser geredet, ohne Erfolg. Und was schlimmer ist, mir ist der Stoff ausgegangen. Aber findest du es nicht selber reichlich spät, den schnaubenden Vater zu markieren? Weißt du, das hat Cynthia mir auch gesagt. Es hat mich mundtot gemacht. Ein Volltreffer. Hör mal, ich möchte schlafen gehen. Fahr ab, wenn ich dich bitten darf. Fahr ab. Daran habe ich gerade selbst gedacht. Abfahren, verreisen, weit weg von hier. Jawohl, mein Herr. Ich habe mich entschlossen, Cynthia nach Brasilien herunterzubringen. Herunter zu ihrer Mama. Eine gute Idee. Eine glänzende Idee. Wird dir gut, um Portugiesisch zu lernen. Ja. Ich hätte schon vor Jahren drauf kommen sollen. Ja. Ich werde auf der Stelle die Flugplätze bestellen. Darf ich dein Telefon benutzen? Du hast oben selber ein Telefon. Ja, ich hatte eins. Ja. Aber gerade wie Cynthia mit dir telefonieren wollte, habe ich das gottverdammte Ding von der Wand gerissen. Musste dieses Mädchen außer Verkehr setzen. Jawohl, mein Herr. Wenn mehr Väter mehr Telefone von mehr Wänden herunterreißen würden, dann würden mehr Mädchen vor Schande bewahrt. Es ist nur ein Ortsgespräch. Meinetwegen, aber mach schnell. Hast du zufällig die Telefonnummer von Panamerika im Kopf? Nein. Das macht nichts, kriege ich schon heraus. Für die Auskunft. Sag mal, hast du ein halbes Telefon? Nein. Oh, du ganz verkommener, verlogener, abgebrühter, nichtsnutziger Heuchler, der du bist. Mich soll doch der... Du hast das Mädel da drin. Ich habe ihre Stimme. Du weißt ja nicht, was du redest. Buddy! Moment, ich bin am Telefon. Also gut. Verkneif dir dein Grinsen. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich da drin verstecken. Sie wollte gerade gehen. Ich wusste ja nicht, wer an der Tür war und wollte sie nicht in Verlegenheit bringen. Du Eckpfeiler der Tugend, ich muss es dir lassen, du hast mich ausgestochen. Mit mir scheint es bergab zu gehen. Ja, hat denn dieser mörderische Vater dein Blut nicht ein bisschen abgekühlt? Mir hätte er das letzte Libido-Fünkchen ausgetrampelt, kann ich dir sagen. Slater, du täuscht dich ganz und gar. Patty kam gerade für einen Augenblick herauf in ihrer originellen Art und Weise. Warum sollen wir zwei nicht aufhören, einander was vorzumachen? Ich sitze hier doch nicht auf dem moralischen Richterstuhl. Weder dir noch ihr gegenüber. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Vielleicht habe ich sogar eine kleine Illusion verloren. Schade, schien so ein liebes Ding zu sein. Richte ihr nur von mir aus, ich hätte eigentlich gehofft, sie würde sich wenigstens 15 Wochen Zeit lassen. Wieso 15 Wochen? Sie wird verstehen. Das wird sie allerdings. Wie können Sie sich unterstehen, sowas zu sagen? Sie sind nicht besser als Dawn. Ich finde Sie scheußlich. Ich dachte, Sie würden nicht an mir zweifeln. Wo ist denn jetzt Ihr Respekt vor der Unschuld geblieben? In allem Ernst, gegen jeden äußeren Anschein, ich fühle ihn wiederkommen. Slater, geh jetzt endlich nach Hause. Überlassen Sie ihn mir. Ich habe noch gar nicht angefangen, Ihnen meine Meinung zu sagen. Na, beruhigen Sie sich. Sagen Sie jetzt nichts oder tun Sie nichts, was Sie bedauern würden. Ich glaube, ich habe wirklich den falschen Schluss gezogen. Sie sagten, es seien keinerlei Konsequenzen damit verknüpft. Ich dachte, Sie hätten das ernst gemeint. Das habe ich auch. Nein. Ich bin sicher, Sie hätten nicht gleich etwas Falsches von mir gedacht, wenn ich das Geld nicht angenommen hätte. Was? Was für Geld?
Ich hätte es niemals nehmen sollen und jetzt wünsche ich es Ihnen zurückzugeben. Könnte mir irgendjemand freundlichst erklären, worüber in aller Welt ihr hier sprecht? Ich spreche nicht mit Ihnen, ich spreche mit Mr. Slater über das Geld, das er mir gegeben hat. Wofür zum Teufel hat er Ihnen denn Geld gegeben? Das weiß ich nicht, fragen Sie ihn. Ich habe keine Ahnung. Du hast dir Geld gegeben? Mein liebes Kind, Sie haben ein unfehlbares Talent, im falschen Augenblick das Falsche zu sagen. Sie sollten in den diplomatischen Dienst treten. Deshalb habe ich ihn geküsst, aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit für ein Geschenk von $600. $600? Er sagt, er hat es im Poker gewonnen. Von einem vollgefressenen Kapitalisten, der vom Schweiß der Armen lebt. Das ist so komisch daran. Er hat es von mir gewonnen. Das sind meine $600. Gut, dann nehmen Sie es. Unsinn, das ist sein Geld. Ich verlange, dass Sie es zurücknehmen. Mr. Slater, bitte. Die Pfadfinder sind verpflichtet, jeden Tag eine gute Tat zu tun. Die müssen miese Tage haben. Ich frage mich, warum man die jungen Männer immer für schlechten Mädchen warnt. Mit einem schlechten Mädchen wird jeder fertig. Aber ein gutes, davor musste man die Männer warnen. Sie haben so recht. Ich möchte was zu trinken. Ihr bester Gedanke bis jetzt. Ich denke, Sie finden es primanahaft zu trinken, wenn man nicht wirklich scharf darauf ist. Stimmt, jetzt bin ich scharf darauf. Soda oder Leitungswasser? Pur. Sagen Sie wann? Wann? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Nein. Na, haben wir das arme Mädel nicht schon genug erzogen für eine Nacht? Jetzt fange du nicht auch noch an, väterlich zu werden. Ex, mein Kind. Zigarette? Oh. Ja, danke, ich nehme eine. Mir scheint, Sie werden wirklich primanahaft. Dieser Herr hier scheint schwer zu befriedigen. Brummt, wenn Sie lasterhaft sind, brummt, wenn Sie keus sind. Slater, zum letzten Mal. Geh jetzt nach Hause. Gerne. Willst du mitkommen? Wenn du wirklich lasterhaft sein willst, dann wäre ich der Letzte, es dir auszureden. Wirklich? Wir müssten natürlich äußerst diskret vorgehen. Ich möchte nicht, dass der Herr Vater auf Gedanken kommt. Aber ich weiß eine süße kleine Wohnung. Fein. Kann ich eine Zofe haben? Klar. Und einen Kadiak. Mit dem Druckknopf? Die Rolle liegt Ihnen nicht, Patty. Sie bleiben besser bei Ihrer Bierreklame. Gute Nacht. Warum benimmt er sich mit Absicht ganz anders, als er ist? Nur mir weh zu tun. Verliebte junge Männer sind immer grausam. Verliebt. Wir haben uns nichts als gestritten. Er leidet auch darunter, glauben Sie mir. Ich habe es satt, ewig nichts anderes zu sein als eine... Der Zustand, auf den Sie anspielen, dauert nur selten ewig. Es kommt ein Augenblick, mein Kind, wo du deinem weiblichen Gefühl folgen musst, wo das Herz wertvoller ist als die Tugend. Ich weiß. Aber wir kennen uns erst so kurz. Lange genug, um zu wissen, was man will. Du bist ein liebes Kind, Paddy. Ein süßes Kind. Verdirb dir nichts durch einen falschen Stolz. Aber wird er nicht jede Achtung vor mir verlieren, wenn ich... Für ein Geschenk ist man immer verbunden. Gute Nacht, Paddy. Haben Sie diesen Apparat gemietet? Warum hatten Sie es so furchtbar eilig? Wie? Gestern Nacht, Sie haben doch an meine Tür geklopft. Ja, ich weiß. Ich war nicht sicher, ob Sie es gehört haben. Ich hab's schon gehört, ich war gerade beim Rasieren. Um 1 Uhr früh?
Stimmt. Und bis ich die Seife abgewischt hatte und an die Tür kam, waren Sie verschwunden wie Rauch. Ich weiß. Warum haben Sie geklopft? Warum haben Sie sich rasiert? Woher wussten Sie überhaupt, dass ich hier oben bin? Oh, ich wusste es nicht genau. Ich bin in Ihrem Büro gewesen und Ihre Sekretärin sagte mir, Sie seien davongerannt, ohne ein Wort zu sagen. Ich konnte nicht recht arbeiten irgendwie. Sie sagte, Sie wären in einer wüsten Laune. Warum haben Sie erzählt, Sie seien in eine Tür gerannt? Weil ich nicht annehme, dass sie an meinem Liebesleben besonders interessiert ist. Im Gegenteil, sie war fasziniert. Ich habe ihr alles erzählt, von A bis Z. Das sieht Ihnen ähnlich. Sie ist eine furchtbar nette Person. Und sie hat Nadeln in dieser kleinen Schachtel unter Haben dem... Sie heute Nacht schlafen können? Nein, nicht besonders. Es war ja nicht mehr viel Nacht übrig. Ich habe kein Auge zugemacht und den ganzen Tag noch nichts gegessen. Wie dumm von Ihnen. Weswegen? Sie sollten wissen, weswegen. Ihretwegen. Ich habe mir Gedanken um Sie gemacht. Ich habe mir vorgestellt, was die nächste Verrücktheit sein würde, die Sie anstellen könnten. Habe mir vorgestellt, ich habe ja beinahe den Verstand verloren, wie Sie plötzlich davon waren. Ich habe ja nicht mal Ihre Telefonnummer. Keine Angst, ich habe Ihre. Geld anzunehmen von einem Mann wie Slater. Hören Sie, Don, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Wegen diesen $600 nämlich. Können Sie es sich überhaupt leisten, so viel Geld zu verlieren? Ist es nicht eine Schande, um eine derartig hohe Summe zu spielen? Ich möchte wetten, es war Ihr ganzes Monatsgehalt. Hat ein Architekt überhaupt ein Gehalt? Ach, so oder so. Ich bin der Ansicht, Sie könnten etwas Vernünftigeres damit anfangen. Hey! Wollen Sie wohl gefälligst Ihren reizenden Schnabel halten? Wir sind noch nicht verheiratet. Ja, aber... Wie? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, wir sind noch nicht verheiratet. Das habe ich auch verstanden. Willst du wissen, was ich mir gedacht habe, als du mich gestern vor dem Juweliergeschäft so angelächelt hast? Ich habe nicht gelächelt, bis wir hier oben waren. Ich habe mir gedacht, das ist genau das Lächeln, mit dem ich jeden Morgen geweckt werden möchte. Wirklich? Auch als du das Essen gemacht hast und als du dann so unverschämt mit Slater geflirtet hast, da habe ich Halten Sie vielleicht um meine Hand an. Was denn sonst? Was kann ich denn sonst noch sagen? Sie könnten sagen, ich liebe dich. In 3 Worten, ohne das Ganze drumherum. Habe ich das noch nicht getan? Nein. Und ich möchte es hören. Ich möchte es ganz genau wissen, mit allem, was dazugehört. Einen richtigen, waschechten Heiratsantrag von der alten Schule. Wissen Sie, wen mein Vater meine Mutter angehalten hat? Hat ihr vermutlich ein Auge blau geschlagen. Jetzt kann ich es natürlich nicht erzählen. Sie würden es ja doch nicht glauben. Jedenfalls hat er sich nicht geniert, frei herauszusagen, ich liebe dich. Diesen Wink möchte ich Ihnen wenigstens gegeben haben. Okay. Aber jetzt bitte nicht zu fliehen. Ich liebe dich, Patty. Ich liebe dich sogar sehr. Auch wenn du ein bisschen spinnst. Und den Picasso hänge ich ins Schlafzimmer. Nicht in unser Schlafzimmer. Okay. Ob Sie wohl für Kinder hier oben den halben Preis verlangen? Keine Ahnung, warum. Ich finde, es wäre eine nette Idee, wenn wir an unseren Hochzeitstagen immer hier heraufkämen. Aber mit 5 Kindern, das würde zu teuer kommen. Wir können sie ja unten an der Garderobe abgeben. Nein. Ich möchte, dass Sie das sehen. Ich bin so froh, dass Al Smith dieses Dach gebaut hat. Unser Dach. So. Hat es dich gestört, dass ich so gesagt habe? Was? Oh, nichts. Du bist sehr süß. Wenn man bedenkt, $1,20 nur, um aufs Dach von einem alten Kasten raufzufahren.